Hallo und willkommen zurück zu SQL. Dieses Mal machen wir das In, das ich euch schon angedroht hatte. Also ihr erinnert euch vielleicht noch an Where. Und dann sage ich First Name gleich. So, und jetzt, nicht gleich, In. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, tatsächlich meinen First Name aus einer Liste rauszusuchen. Gut, das heißt, ich kann natürlich hier einfach meine Liste kreieren, indem ich sage James und Bob. Dann kriege ich überall die Vornamen von Bob und James. Ähm, aber das hier ist eigentlich eine Liste. Und ihr wisst ja, wie wir Listen kriegen. Nämlich, indem wir sagen, ich rücke das hier mal ein, dass man es besser sehen kann, dass es auch wirklich eine Liste ist. Und hier muss eine Klammer drumherum. So, und jetzt sagen wir hier Select ID, First Name. Und hier können wir dann tatsächlich From auswählen. Und hier ist es möglich, uns ähm, eine andere Tabelle anzugeben. Also hätten wir jetzt zum Beispiel hier eine Rechnungstabelle, dann könnten wir hier alles in der Rechnungstabelle raussuchen, wo die Vornamen in den letzten 20 Tagen erstellt wurden oder sowas. Also hier selektieren wir die Vornamen, From, wir haben jetzt keine andere Wahl, außer Customer einzugeben. Und hier können wir dann aber Where machen und dann hätten wir jetzt hier sowas wie Date kleiner gleich äh, 3 oder sowas, also in den letzten 3 Tagen erstellt oder die Rechnung der letzten 3 Tage, sowas in der Art. Also da kann man schon richtig viel mitmachen, weil wir hier jetzt eben die Möglichkeit haben, auf eine andere Tabelle zuzugreifen. Denn äh, Customer hat man normalerweise ja nur einmal und in der Rechnung kann ein Kunde durchaus mehrere Sachen kaufen. Ja, ich belasse es jetzt hier einfach mal bei Select, wobei ich sage hier noch ID gleich 48, 48 wollte ich schreiben. Und hier muss natürlich noch ein Where vorne dran. So. Und ja, jetzt sage ich hier, okay, warum kommt jetzt das da so komisch? Das hat durchaus seinen Sinn. Und deswegen ist SQL teilweise relativ schwierig. Wir sagen hier, wir nehmen den Vornamen aus Customer, wo die ID 48 ist. Naja gut, die ID 48 hat unser James Carson. Okay, also steht in dieser Liste hier nur James drin. Und jetzt nehmen wir hier alles from Customer, wo der Vorname in James drin steckt, also in der Liste James. Also überall, wo der Vorname James ist, also alle James. Und ihr seht, das ist schon so deutlich mächtiger, weil wir hier, ohne zu wissen, was wir für einen Vornamen an der Stelle 48 haben, können wir alle Vornamen auswählen, die gleich sind. Ich hoffe, ihr konntet mir jetzt gerade folgen. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Versucht es nochmal nachzuvollziehen. Ihr könnt mich ja pausieren oder einfach kurz zurückspulen etc. Ja, ähm, gut. Also eigentlich war das schon das, was ich euch zeigen wollte, da wir hier keine zweite Tabelle haben. Und ja, ich glaube, in dem Zusammenhang zeige ich euch dann noch kurz eine Vereinfachung. Ähm, wir sagen hier, ähm, ja, wir können hier auch noch vereinfacht irgendwelche Sachen machen. Also sowas wie hier Select First Name. Und dann können wir diesem ganzen Ding einen Namen geben. Sagen wir FN für First Name, kurz geschrieben einfach. Und dann kann man hier unten eben dieses First Name wieder irgendwo verwenden. Also wenn wir hier sagen, where FN gleich James, dann funktioniert das. Theoretisch zumindest. Achso, ja, natürlich. Hier nicht benutzen. ID gleich 48 hatten wir hier stehen. Tut mir leid. Wir sagen hier First Name in. Und dann könnten wir hier jetzt theoretisch FN benutzen. Also hier oben ist der Name von hier unten gültig dann. Macht jetzt keinen Sinn, wenn ich den da reinschreibe. Was ich eigentlich eher öfters mal benutze, ist hier, wenn ich hier einfach sage Customer as C. Dann kann ich hier nämlich auch sagen from C.
Warum funktioniert das nicht? Okay, das ist jetzt von meiner Datenbank. Theoretisch sollte das funktionieren. Ähm, okay, also ihr wisst, wie es theoretisch funktioniert. In HSQL scheint es nicht zu funktionieren, was mich gerade etwas erschüttert. Aber in der Praxis wird das auch nicht so oft benutzt. Also mit S kann ich einfach einen anderen Namen eingeben. Was aber auch irgendwie wieder abhängig zu sein scheint. Genau, jetzt funktioniert es wieder. Also es scheint sehr abhängig zu sein ähm, von der SQL bzw. von der Datenbank, die man benutzt. Ja, HSQL scheint es nicht zu unterstützen, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Es ist ja eh nur eigentlich eine Vereinfachung, dass es einfach schneller geht, aber so funktioniert es ja auch und so kann man wenigstens gut sehen, was man da gerne hätte. Gut, nächstes Mal machen wir dann folgendes. Wir werden Datenbanken tatsächlich erzeugen. Ähm, also wirklich eine Tabelle erzeugen, nicht eine Datenbank, eine Tabelle. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.